This video is to show you how you can talk about your town, hopefully spontaneously, giving sort of additional extended answers to reach you towards the top grades. Sorts of things we're looking for, more complex verbs like empfehlen, genießen, bieten, nice adjectives rather than it just being langweilig and interessant, sehenswert, just one example of a lovely adjective you could use about your town, pittoresque, einmalig, all those sorts of things. A variety of tenses thrown in wherever possible, comparing things, saying where things might be better or where you could go where they were better. So all those sorts of things, along with good accuracy and pronunciation, are what we're looking for to sort of reach towards those top grades. Right at the end of this video, there is a copy of the mark scheme which sort of shows you what sort of things we'll be looking for when we are marking your work. So first question, was gibt es in deiner Stadt? Obviously your key structures, they are already contained in the other video, and I'll just sort of give you a little example of how you might improve on that answer. So you've got the verb bieten here, you've got zum Beispiel, which is obviously going to give you an example, a wo man, so that's going to subordinate and send your verb to the end, genießen, great verb, and then intensifier in front of gut. It's a basic adjective, but you could substitute that. Meine Stadt hat wirklich viel zu bieten, finde ich. Es gibt zum Beispiel ein Sportzentrum, wo man allerlei Sportarten treiben kann. Ich genieße auch den Skatepark, wo ich oft mit meinen Freunden Skateboard fahre. Kinder finden auch die Spielplätze hinter dem Sportzentrum besonders gut und das würde ich für alle Kinder empfehlen. So, was können junge Leute, Touristen, in der Nähe machen? Well, you've got obviously your basic vocabulary here, very useful, and you should still use a lot of that. But how could you develop that a little bit further? Also, ich würde Touristen empfehlen, den Wald zu besuchen, weil es dort sehr schön und pittoresk ist. Außerdem gibt es hier viele Parks. Und was ich auch gut hier finde, ist, dass es viele Rugbyclubs und Fußballclubs für junge Leute gibt. Und man kann ja auch sehr gut, sehr einfach hier Tennis spielen. Morgens könnte man entweder in Morrisons einen Kaffee trinken oder vielleicht am Nachmittag könnte man vielleicht einen schönen Spaziergang in den Wald machen. Also gibt es hier für junge Leute und Touristen viel zu machen. Wie ist das Klima in der Nähe? Was kann man machen, wenn das Wetter nicht so gut ist? And again, you've got your basic vocabulary here. And again, you shouldn't ignore that. It's really good vocab. You've got to demonstrate that you can use the language and structures of the topic. Okay, so here we go. This is an example. I'm kind of doing it off the cuff of how you could develop that a bit further. Mir gefällt das Klima hier. Hier ist es meistens regnerisch, aber das ist okay. Es kann auch, besonders im Sommer, sehr warm und sonnig sein. Wenn es kalt ist, würde ich empfehlen, vielleicht ins Kino in Uckfield zu gehen, weil es dort viele gute Filme gibt. Da man die frische Luft genießen kann, können alle einen schönen Spaziergang in den Wald machen. Man kann dort auch Winnie the Pooh Bridge bewundern und man sollte auch die schöne Landschaft nicht verpassen. You can see here how we've got a varied word order right from the start. Lots of word order 2 and 3. You've got some lovely vocabulary like verpassen, which is to miss, bewundern, to admire. Spaziergang, again, it's to go for a walk. To go for a walk is einen Spaziergang machen. You've got genießen, to enjoy. I'd recommend empfehlen. So lots and lots of sort of really good variety of vocab there. Wie findest du die Sportmöglichkeiten, die Einkaufsmöglichkeiten, die Verkehrsverbindungen hier in? Now, obviously you can give just a very basic answer. This is likely to lead into questions about something else. So you've got your basic answer there. Actually, it's not a basic answer at all, but you put your adjective in. And then you've got here suggestions as to
other things that you might say. Leider sind hier die Verkehrsverbindungen nicht so gut. Or you could say, glücklicherweise sind hier die Einkaufsmöglichkeiten wirklich wunderbar. Zum Beispiel, es gibt vier Supermärkte in der Nähe, also man kann alle Lebensmittel hier kaufen. Aber wenn man bessere Geschäfte wie Topshop oder andere Modegeschäfte sucht, kann man nach Tunbridge Wells fahren, wo die Geschäfte viel besser sind und wo die Atmosphäre für Einkäufer wirklich wunderbar ist. Also ich denke, dass wir Glück haben, da die Geschäfte hier nicht so schlecht sind. Okay? So, was für Ausflüge kann man hier in der Gegend machen? Again, some lovely verbs, some lovely structures there that you can use to formulate your answer. And here's just some other suggestions. Again, I'm just doing them off the cuff, so they don't always sound that polished, but here we go. Ich mache oft Ausflüge nach Eastbourne. Deshalb würde ich persönlich einen Ausflug nach Eastbourne vorschlagen. Dort ist es besonders gut für alte Leute, für junge Leute und für Touristen, weil es die Mole gibt und den schönen Strand gibt. Und man kann schöne Erinnerungen dort machen und die schöne Landschaft genießen. Und nicht nur die Landschaft genießen und das Meer genießen, man kann ja auch sehr gut Fish and Chips essen. Wenn man Hunger hat, gibt es ein wunderbares Café in der Nähe von der Stadt. Und für Kinder gibt es die Computerspiele auf der Mole. Und im Sommer ist der Strand sehr schön und man kann schön schwimmen gehen. Also ist es dort perfekt für die ganze Familie, finde ich. So, beschreib einen Ausflug, den du gemacht hast. Obviously, you've got on the left-hand side, you've got your sample questions that will guide you, or I can ask you during the speaking test. And then you've got on the right-hand side just some suggestions, again, with some varied tenses as to what you could say. Also, mein Lieblingsausflug ist nach Bodiam zu fahren. Dort gibt es ein sehr wunderbares altes Schloss. Da ich Geschichte sehr genieße, würde ich Ihnen vorschlagen, Bodiam zu besuchen. Und ich bin letztes Wochenende dorthin gefahren. Zuerst haben wir ein Picknick gemacht und danach haben wir nicht nur Fotos gemacht, sondern auch das alte Schloss besucht. Es ist über 600 Jahre alt. Es gab viele Touristen dort, aber das hat mich nicht genervt und wir haben uns ein paar Souvenirs gekauft. Alles in allem war mein Ausflug total perfekt. Das Wetter war fantastisch und ich habe es sehr genossen. Und ich habe dort auch sehr schöne Erinnerungen gemacht. Was für Geschäfte gibt es hier in Crowborough? Was kann man hier kaufen? Wie findest du die Einkaufsmöglichkeiten hier? Well, obviously, we've already talked a little bit about the shopping facilities. You've got your basic answers in white, and then you've got your more complex examples of what you could say. Also, Crowborough hat alles, was man sich wünschen könnte, aber wenn man größere Geschäfte sucht, muss man nach Tunbridge Wells fahren. Im Großen und im Ganzen finde ich persönlich die Einkaufsmöglichkeiten hier sehr gut, weil ich mich nicht so für Einkaufen interessiere, aber junge Leute fahren oft nach Tunbridge Wells oder Brighton, um einkaufen zu gehen. Ich persönlich fahre nie nach Tunbridge Wells, weil es immer so hektisch gibt und es gibt auch viel Stau. Es ist sehr chaotisch dort, finde ich. Und was ist dein Lieblingsgeschäft? Was kann man von diesem Geschäft kaufen? Und was hast du neulich dort gekauft? Also, mein Lieblingsgeschäft muss Waterstones sein, weil ich sehr, sehr gern lese und weil ich oft Bücher dort kaufe. Es ist eine Buchhandlung und neulich habe ich ein Buch von Terry Pratchett dort gekauft. Er schreibt also Fantasy-Bücher. Ich meine, dass Waterstones wirklich fantastisch ist. Man kann ja auch Zeitschriften und CDs und so weiter dort kaufen und das finde ich perfekt.
und die Verkehrsverbindungen hier. Wie kann man von hier nach Tunbridge Wells oder Eastbourne fahren? Wie oft fährt der Zug oder der Bus? Was kostet eine Fahrkarte? Und wie findest du das? So you've got your basic answers or your good structures on the left in white, and here's just some examples of more complex stuff that you could use. Meiner Meinung nach sind die Verkehrsverbindungen hier ziemlich gut. Ein Vorteil ist, dass wir einen Bahnhof in der Nähe haben. Andererseits sind die Busse hier nicht sehr pünktlich und die Fahrkarten kosten viel. Ich benutze die öffentlichen Verkehrsmittel, um nach Brighton zu fahren, aber das dauert eine lange Zeit, vielleicht 2 Stunden, weil es so viele Haltestellen gibt. Meine Erfahrungen vom öffentlichen Verkehrsmittel sind im Großen und im Ganzen positiv, da die Züge oft nach London fahren. Zum Beispiel, es gibt einen Zug alle 30 Minuten und die Preise finde ich im Großen und im Ganzen fair, da es vielleicht nur 2 Pfund für ein Kind nach London kostet. Also ist es nicht so schlimm hier, finde ich. Und wo wirst du in der Zukunft wohnen? Warum? Okay, perhaps a little bit more difficult, and I've just done a couple of examples for this particular slide on how you could make your language a little bit more complex. So, where will you live and why? Hoffentlich werde ich nicht bei meiner Familie hier wohnen, sondern vielleicht in Amerika, weil Amerika mein Lieblingsland ist und ich werde ein sehr, sehr großes Haus in der Mitte von Los Angeles haben. Vielleicht mit einem Schwimmbad und einem privaten Sauna oder sowas. Und in meine Gegend, ja. Die Gegend ist sehr wichtig für mich. Meine Gegend wird wahrscheinlich, lass mich mal denken, tolle Sportmöglichkeiten haben. Und es würde auch ein Schwimmbad geben, da ich sehr gern schwimmen gehe. Außerdem wird es auch Clubs und Aktivitäten für junge Leute geben. Wohnst du gern hier? Okay, lots and lots of different opinions you could give here. Let's start off with saying you're very happy here. Would be quite good. You can talk about the weather, you can talk about any aspects that you haven't yet talked about but you've learned answers to. So, ich bin sehr glücklich hier. Da es viel für junge Leute gibt, finde ich es hier sehr, sehr wunderbar. Was ich besonders gut hier finde, ist, dass es viele Aktivitäten für junge Leute gibt und es gibt auch eine wunderbare Schule, die Beacon heißt. Wenn das Wetter hier sonnig ist, gibt es viele Aktivitäten. Es gibt viele Parks, schöne Wanderungen und für Radfahrer ist es hier vielleicht ein bisschen schwierig, aber es gibt sehr schöne Radwege in der Nähe. Zu Weihnachten ist die Stadt immer sehr, sehr schön. Es gibt Lichter und die Atmosphäre finde ich toll. Im Großen und im Ganzen wohne ich gerne hier, weil ich hier viele Freunde habe und meine Familie wohnt auch hier. Und ich würde meine Familie vermissen. Vielen Dank. And now let's have a quick look at this marking scheme. So we are sort of looking to getting in the top sort of 2 columns of each of these in order to get a really good grade. So we're going to choose a little zapper here just so we can point out the particular things that are of interest. It's very clever, isn't it? Right, okay, so you need comprehensive and detailed information. That's to get 18 out of 18. You have to be able to interact without hesitation, that's mentioned here, and unpredictable elements, which there will be some. They won't be difficult questions. You don't have to answer them in full sentences, have to be dealt with without difficulty. You have to give a range of ideas and points of view, and I would say in an interesting way. Yours shouldn't sound like everybody else's, and it shouldn't sound overlearnt. So there should be a degree of spontaneity there. And if you've learned all your structures, there will be. You take the initiative and you develop more elaborate responses. So you're not always relying on me to ask you a question after each sentence. Okay, so that's what we're looking at. And again, this next bracket, which is
12, 13, 14, 15 out of 18, we're looking at similar things. You might not be doing all of them, and you might not be doing all of them as well, but you're showing some ability to speak confidently, to interact, and to sort of come up with answers and develop them. Right, so we go on to range of language. I've got two little things on there. Right, you need a wide range of appropriate vocabulary and structures, including some complex lexical items. So you're needing there some things like your word order 3, your variety of tenses, your verb, comma, verbs. That's when you start off with something like da es hier mir gefällt, wohne ich gern hier. You've got two verbs separated by a comma, which was gefällt and wohne. And again, you're looking here. Do you notice you can't get more than 4 out of 6 for your range of language unless you're subordinating? So those are your because, if, that. They're all the times when you're pushing the verb to the end. So you need them in there. Very accurate, really, really difficult to achieve a 6 out of 6, to be honest. The more spontaneous you are, so the closer you are to other brackets, the more difficult you find the accuracy. However, the good pronunciation and intonation, you shouldn't be introducing anything into your language if you don't know what it sounds like. Umlaut's really important. Difference between werde, würde, für, with an umlaut, really important. But look, you could get 5 quite easily. You're still allowed errors, especially in complex structures. Generally accurate. What do we say is generally accurate? 70%, 80%. It's difficult to judge. There's got to be a real feeling of accuracy and some good pronunciation and intonation. So intonation in German is probably going to refer more to really how you're delivering it. So it is not pre-learnt like this. It's got its ups, it's got its downs. It's very syllable-based German. So if you're getting all that right, then you're doing well. So good luck. And finally, just a couple of tiny mistakes I spotted on playback. To be honest, I haven't got the time or the inclination to go back and look for them. One where I used gibt instead of another verb. Can't remember which slide that was on. And also, quite near the end, I used an incorrect verb. Maybe you didn't notice anyway.